Hallo liebe Monis und willkommen zu diesem Video. Die letzte der Inner Senshi ist heute dran, Sailor Venus. Viel Spaß mit dem 5. Teil von Mythologie, Astronomie und Astrologie in Sailor Moon. Minako Ainos Name hat natürlich auch wieder eine Bedeutung, schönes Kind der Liebe. Das passt natürlich, denn sie ist ja die Kriegerin der Liebe und auch der Schönheit. Sie ist aber der einzige Charakter, dessen Namen keine Anspielung auf ihren Planeten ist. Vermutlich, weil sie die erste war, die Naoko Takeuchi sich ausgedacht hat. Sailor V war ja vor allen anderen da. Venus heißt auf Japanisch Kinsei, das heißt Metallstern oder auch Goldstern, habe ich schon mal gehört. Daher ist das Element für Venus auch Metall oder Gold. Und ganz unpassend ist das ja auch nicht. Schließlich befindet sich in ihrem Outfit viel Orange und Gelb, was ein bisschen Gold darstellen könnte. Manche ihrer Attacken haben auch irgendwas Goldenes oder etwas mit Licht. Kommen wir zur Göttin Venus oder im Griechischen Aphrodite. Diese war die Göttin der Liebe und der Schönheit. Wow, so ein Zufall aber auch. Sie ist die Tochter des Uranos und die Frau des Hephaistos. Allerdings hat sie ihn sehr oft betrogen, unter anderem mit Ares. Das hatten wir ja schon mal bei Mars. Naja, könnte das vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz drauf sein, dass Minako sich ja auch in mehrere Jungs immer wieder verknallt? Naja, auf jeden Fall, das Symbol der Aphrodite war ein Spiegel. Zuerst dachte ich, das hätte gar nichts mit Minako zu tun, allerdings hat sie im Sailor V-Manga ja diese Puderdose, in der auch ein Spiegel ist, der die wahre Gestalt von Wesen zeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Aus meinen Faktenvideos wisst ihr es vielleicht schon, aber die Göttin Venus hat einen goldenen Gürtel, der bewirkt, dass sich jeder in den Träger verliebt. So, jetzt wisst ihr auch, was es mit der Attacke Venus Love Me Chain oder auch Feuerherzen auf sich hat. Die trägt sie im Manga ja auch um ihre Hüfte. Ach ja, und noch was? Venus oder Aphrodite wird unter anderem auch die Goldene genannt. Ui, und schon kommen wir zur Astronomie. Das ist in dem Fall aber echt interessant. Der Planet Venus ist der Erde nämlich ziemlich ähnlich. Und deshalb werden die beiden Planetenschwestern auch oft als Zwillinge bezeichnet. Sie gleichen sich in Größe, Masse und chemischer Zusammensetzung. Aber die Oberflächen und Atmosphären sind anders. Könnte diese Ähnlichkeit vielleicht der Grund dafür sein, dass Usagi und Minako wie Schwestern aussehen und auch ähnliche Charakterzüge haben, wie zum Beispiel ihre Tollpatschigkeit? Monde hat die Venus keine, deshalb ist ihr Schloss wieder nach einer Raumsonde benannt, das Magellan Castle. Ihr Verwandlungssymbol ist natürlich auch wieder das offizielle Planetensymbol. In dem Fall ist es das Weiblichzeichen, das im 90er-Anime aber wieder leicht herzförmig dargestellt wurde. Übrigens ist mir erst jetzt aufgefallen, dass es in Crystal keine Herzen mehr sind, sondern die Original-Planetensymbole. Venus-Symbol stellt übrigens den Spiegel der Venus dar. Sorry übrigens, dass die Videos jetzt so kurz werden, aber ich kann's auch nicht ändern. Es gibt halt einfach nicht viel mehr zu sagen. Aber zu Ende ist dieses Video ja noch nicht, es kommt nämlich noch die Astrologie. Minakos Sternzeichen ist Waage, welches natürlich der Venus zugeordnet ist. Es gibt allerdings noch ein Sternzeichen, das zur Venus gehört, nämlich Stier. In Mond gibt es aber keinen bekannten Charakter, der Stier wäre. Dafür habe ich aber herausgefunden, dass unter anderem Wassermann ganz gut zu Waage passt und das begünstigt dann die Jaten-Minako-Beziehung. Natürlich müssten wir uns jetzt auch noch die Waage-Eigenschaften anschauen. Wagen sollen respektvoll, aufmerksam, gerecht, unentschlossen, eitel, beeinflussbar und launisch sein. Naja, es hat schon mal besser gepasst, aber irgendwie so halb passt es auch zu Minako. Da passt ihre Blutgruppe B auf jeden Fall besser zu ihr. Die Eigenschaften dafür sind: Menschen mit Blutgruppe B sind optimistisch und anderen gegenüber offen. Auf der anderen Seite sollen sie jedoch auch sehr unbekümmert bis leichtsinnig sein, stark nach eigenen Regeln leben und wenig auf die Gefühle ihrer Mitmenschen Rücksicht nehmen. Ja, das passt schon ziemlich gut, finde ich. Das war's dann leider auch schon. Übrigens, weil mich schon so viele gefragt haben, nein, zu den Starlights kommt kein Video, denn überlegt doch mal, es gibt weder einen Gott, auf dem sie basieren, noch haben sie einen realen Planeten, zu dem man was sagen könnte. Und nur wegen den Sternzeichen werde ich kein Video machen. Also sorry, aber es gibt in der Hinsicht einfach nichts zu den dreien zu sagen. Aber die Outer Senshi kommen natürlich noch und auch ein Video zu den Bösewichten. Das nächste Mal wird es dann um Sailor Uranus gehen. Bis dahin sage ich ciao, eure Sailor Cat.